Üben mit der Trompete zu Hause bringt ja oft Probleme mit sich. Die eigene Familie ist genervt, weil man schon wieder übt, oder es ist einfach zu laut für die Nachbarn etc. pp. Wie du zu Hause trainieren kannst und am besten auch noch die Nerven deiner ganzen Familie und der Nachbarn schonen kannst, das zeige ich dir heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamm Trompetentraining. Die Trompete, um die 100 Dezibel, davon kann man ausgehen, spielt dieses Instrument ohne Probleme aus. Das Problem ist natürlich, wenn ich zu Hause übe, möchte ich natürlich auch erstmal entspannt üben und natürlich nicht ständig jemanden gegen die Wände klopfen haben, beziehungsweise Familienmitglieder, die natürlich gegen die Tür klopfen und sagen, üb später, üb wann anders und so weiter und so fort. Jetzt muss man sich natürlich Gedanken machen, okay, in der Regel soll ich natürlich immer Trompete mit dem offenen Trichter spielen. Da geht die Luft rein und geht auch raus, das heißt, dort habe ich den geringsten Widerstand, beziehungsweise aber im Endeffekt natürlich auch die größte Lautstärke. Es gibt diverse Überdämpfer, Mute, Dennis Wick Überdämpfer, beziehungsweise auch Yamaha Silent Brass Dämpfer und so weiter und so fort. Ich habe die alle ausprobiert und kam zum Ergebnis, dass ich mit allen drei Dämpfern der Überdämpfer-Serie unterschiedlichster Hersteller nicht zufrieden bin. Es war vom Prinzip her immer entweder ein Einbußen in Sachen Ansprache oder der Widerstand war zu hoch und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall kein zufriedenstellendes Ergebnis. Ich habe mir dann Gedanken gemacht und auch mit dem Lautstärken, mit dem Dezibelmesser gemessen, wie kriege ich die Trompete runtergedämpft, dass ich möglichst offen spielen kann, beziehungsweise zumindest ein offenes Spielgefühl habe. Die Intonation sollte auch in der Reihe bleiben und natürlich die Ansprache der Töne sollte auch noch gewährleistet sein. Denn schließlich bringt ja alles, was ich in die Trompete vorne hineinstopfe, immer auch eine Veränderung in Sachen Intonation, Ansprache bzw. Klang mit sich, das ist klar. Ich habe rumexperimentiert, natürlich ausgehend hier vom typischen Dennis Wick Überdämpfer, vorne reingesteckt und dementsprechend ein paar Töne gespielt und ich merke, es leidet die Ansprache drunter. Die Trompete wird auf ungefähr zwischen 70 und 75 Dezibel hinunter reduziert. Das ist vom Prinzip her schon ganz gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Zimmer bin, kann ich auf jeden Fall üben und spielen ohne Probleme und es ist vom Prinzip her Zimmerlautstärke. Was ich beim Dennis Wick Dämpfer gemerkt habe, die Ansprache verändert sich, vor allem in der tiefen Lage. Zur Erklärung, der Dennis Wick Dämpfer schließt zur Trompete komplett auf. Das heißt, wir haben hier ringsherum einen Kork, der natürlich dort zum Verbindungsstück Trichter zu Dämpfer abdichtet. Die Luft muss natürlich entweichen, das heißt, ansonsten würde ja, wenn der Dämpfer dicht wäre, durch den Überdruck der Dämpfer irgendwann hinausschießen aus dem Trompetentrichter. Deswegen gibt es hier zwei Löcher. Eins auf der linken, eins auf der rechten Seite, also auf der gegenüberliegenden Seite. Um die Ansprache jetzt zu verbessern, kann man eins der Löcher zukleben. Das Problem ist, dadurch wird aber auch der Widerstand größer. Also auch hier wieder ein Kompromiss, der nicht zufriedenstellt. Eine schwierige Angelegenheit. So, dann gibt es natürlich noch Harman Mutes bzw. Wah-Wahs. Ich habe hier diesen P&H aus London auf dem Flohmarkt mal gekauft für günstiges Geld. Habe den auch jetzt nicht im Einsatz, da spiele ich andere Dämpfer, die eben auch die Kollegen spielen, damit es von der Klangfarbe her gut zusammenpasst. Aber den habe ich damals gekauft, eben zum Üben zu Hause, beziehungsweise damals noch in der Mietwohnung. Schließt auch natürlich zum Trichter der Trompete komplett ab, also wie jeder Harman-Dämpfer auch hier wieder komplett rum der Kork. Wie gesagt, der Stift, den Steam habe ich draußen und spiele dann hier. Auch hier wieder zwischen 70 und 75 Dezibel wird dieser Dämpfer die Trompete reduzieren. Das ist also genau identisch mit dem großen Vorteil. Er lässt etwas mehr Luft durch. Dann natürlich dem geschuldet, dass hier unten, wo normalerweise der Stift drin steckt, einfach das Loch größer ist. Also da geht ein bisschen mehr Luft raus aufgrund der Bauart, aber wird die Lautstärke nicht wesentlich größer als beim Dennis Wick Überdämpfer. Also zwischen 75 und 70 Dezibel bewegen wir uns in diesem Bereich. Aber auch hier in der tiefen Lage keine gute Ansprache, gefällt mir nicht so sehr. Wenn ich zum Beispiel unten das C spielen möchte, kann ich euch mal zeigen. Der kommt nicht gut. Der spricht einfach bei diesem Dämpfer nicht gut an. Ist einfach so, ab G1 aufwärts überhaupt kein Problem. Alles was unter das C1 geht,
sehr heikel, eventuell kaum spielbar. Also auch hier nur für den mittleren Bereich und den hohen Bereich geeignet, tiefe Lage kaum spielbar. So, wir gehen weiter und zwar zu meinem Most Favorite Überdämpfer und zwar dem ganz normalen klassischen Dennis Wick Cup Dämpfer. Ihr seht, ich habe hier oben ein Tuch reingesteckt, der eben die Lautstärke nochmal runterregelt. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Wir nehmen den Cup Mute ohne Tuch, dann klingt es eben wie ein Cup Mute, gell? Da bin ich ungefähr bei 85 bis 90 Dezibel. Und ich habe mir gedacht, naja, ich möchte ja eigentlich dieses freie Spielgefühl, das ich ja beim Cup-Dämpfer habe, beibehalten, aber ich möchte die Lautstärke reduzieren. Also habe ich hier in die Cup einfach ein Tuch, gibt es ja meistens beim Musikhaus dazu oder du nimmst einfach ein anderes Tuch zu Hause, stopfst du hier in die Cup rein. Das hält ganz von alleine. Und jetzt positionierst du letztendlich den gedämpften Cup auch wieder auf der Trompete und du wirst merken, viel leiser. Jetzt haben wir noch einen Vorteil und zwar kann ich stufenlos regulieren. Wenn ich jetzt die Cup natürlich auf dem Spitzdämpfer weiter Richtung Trichter bringe, nicht ganz schließen, weil der Druck muss ja noch raus, dann bekomme ich es noch leiser. Wird etwas dumpfer vom Klang her, überhaupt kein Problem, aber ich kann letztendlich immer variieren und genau den Punkt treffen, einstellen, den ich gerne beim Spielen haben möchte. Und auch in der hohen Lage ein gutes Ansprachverhalten und in der tiefen Lage. Alles drauf. Also so banal wie es klingt, also so ein Dennis Wick Cup Mute, beziehungsweise die Kombination Cup zu Straight Mute, hat jeder zu Hause. Einfach ein Tuch reingestopft und das Ding funktioniert. Klingt alles viel zu gut, um wahr zu sein. Natürlich hat dieses Ding auch einen Nachteil. Es macht die Trompete am Trichter einfach schwerer. Das heißt, ich merke es richtig im linken Arm, also im Arm, der das Gewicht der Trompete hält, dass natürlich dass die Trompete mit dem Dämpfer wirklich schwer wird. Das heißt, ab einem gewissen Punkt merkt man natürlich schon, dass die Trompete vorne mit dem Trichter etwas nach unten zieht. Aber wenn ich zu Hause 20 Minuten, eine halbe Stunde spiele und vielleicht später nochmal die gleiche Zeit investiere ins Üben, dann komme ich damit wunderbar klar. Der große Vorteil ist, und das war einmal ein schockierendes Erlebnis in meinem Studium, Übezellen standen nur in begrenzter Auswahl zur Verfügung. Die Pianisten waren einfach immer früher da als wir Blechbläser. Das ist einfach der abendlichen Freizeitgestaltung geschuldet. Ging mir etwas später in die Übekabine und dementsprechend waren alle weg. Also braucht man eine Strategie, einen Ausweichplan, also Überdämpfer reingemacht und 2 Wochen lang immer zu Hause geübt. Man ist zeitlich flexibler und hat sich seine Sachen wunderbar einstudieren können. Nach den Herbstferien gab es dann die erste Ensembleprobe, Blechbläser-Ensembleprobe. Und die Intonation war hinüber, die Ansprache hinüber. Ich habe mich an ein Spielgefühl trainiert, das viel lauter war als meine Kollegen. Es war übernatürlich laut. Wieso? Ich habe drauf gedrückt während dem Spielen, während dem Üben und habe gegen diesen großen Widerstand vom Dennis Wick gespielt und habe dadurch natürlich ein ganz anderes Trompete spielen, eine ganz andere Art und Weise Trompete spielen trainiert, als es normalerweise der Fall war oder der Fall sein sollte auch. Und dementsprechend war natürlich die Probe gelaufen. Das heißt, eine Woche lang ohne Überdämpfer üben, immer offen wieder. Und dann ging es auch wieder. Aber es war natürlich schockierend in dem Moment, wo man weiß, okay, man spielt und auf einmal klappt gar nichts mehr. Obwohl man 2 Wochen lang intensiv durchgeübt hat, ging am Schluss gar nichts mehr. Also es ging noch, aber es war nie kompatibel mit dem Ensemble oder den anderen Trompetenkollegen. Deswegen meine Empfehlung, nicht mit dem Überdämpfer von Dennis Wick zu üben, sondern wenn ihr zu Hause übt, beziehungsweise Familien, Nachbarn etc. pp. Habt, also eine, sagen wir mal, zum Trompete üben schwierige Wohnsituation, dann macht es bitte mit dem Cup Mute bzw. mit dem Tuch drin. Ihr bekommt die Trompete runtergeregelt, ganz egal in welcher Lage, immer zwischen 70 und 75 Dezibel und das ist absolut in Ordnung. Es hat ein Ansprachverhalten in der tiefen Lage und auch in der hohen Lage. Also alles drauf, was man so braucht, was man so üben kann. Flexibilität, Klang und so weiter und so fort. Und du kannst, wenn es sogar sein sollte, noch etwas mehr zumachen. Und dann hast du sogar das insgesamt noch leiser bekommen. Also mein Tipp für euch, der Dennis Wick Dämpfer optimiert mit Tuch und du bekommst die Trompete leiser für dein tägliches Üben.
Trotz alledem soll am Ende von diesem Video gesagt sein, am besten immer mit offenem Trichter spielen, das heißt so oft wie es geht mit offener Trompete. Überdämpfer und so weiter und so fort sind immer ein Kompromiss, das heißt wir haben immer Einbußen, deswegen bin ich immer der Meinung, man sollte den besten Kompromiss eingehen. Ein Cup-Dämpfer sollte eigentlich jeder zu Hause haben, Tuch rein, dementsprechend individuell die Cup mit Abstand zum Trichter einstellen. Ich mache es immer offen. Dann haben wir nochmal ein besseres Ansprachgefühl, als wenn man es ganz zumacht. Und dementsprechend kannst du auch zu Hause, wenn du übst und es muss leise sein, einfach dann üben. Ja, dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare deine Erfahrung zwecks Übedämpfer rund ums Üben zu Hause, Lautstärkenreduzierung deiner Trompete, deines Blechblasinstrument. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.